Also jetzt kommt der Aufbau von den Stoppern oder Achsanschlägen für die kurze Achse. Da ist jeweils auch links und rechts einer. Dazu werde ich jetzt die beiden Teile rausschneiden, die beiden Teile und die beiden Teile. Das hier ist jetzt die Y-Achse, also die kurze Achse, die Querachse. Da muss ich noch seitlich die Teile hier runter trennen für die Wangen. Ja, dann das Ganze ein bisschen entgraten, so ein bisschen die Schlacke-Reste wegmachen oder auch teilweise so wie hier, wo noch der vom Schneiden der Rest drin hängt, das rausklopfen und dann in die Löcher hier M6 Gewinde reinschneiden, damit dann die Linearführung darauf montiert werden kann. Die kommt auf beiden Seiten dann, also eine hinten, eine vorne. Die Führung werde ich auch wieder in der Videobeschreibung oder dann eben in der Gesamtauflistung mit verlinken. Das hier sind die Rohrstücke für die Wangen von der kurzen Achse. Zweimal das Teil hier und zweimal das Teil hier. Die kleinen Löcher, wo an der Seite drin sind, da kann man Gewinde reinschneiden und beispielsweise Kabelhalter befestigen. Die habe ich vorsichtshalber mal mit reingemacht. Weiß ich nicht, ob ich die brauchen werde. Die ganzen, also die Teile, die werden so hier zusammengesteckt, ausgerichtet und dann eben verschweißt. Zum Ausrichten den genauen Winkel muss ich erst nochmal nachschauen. Das erwähne ich dann später nochmal, welcher Winkel das sein müsste. Aber es ist eh schon relativ genau durch das Lasergeschnittene. Genau, also entgraten, ausrichten und verschweißen. Ich habe die beiden Wangenteile jetzt zusammengesteckt, ausgerichtet und verschweißt. Da muss man dann nur aufpassen, dass der Winkel hier von 145 Grad eingehalten wird. Also trotz dieses Stecksystems hat man ja da immer noch ein bisschen Spiel. Also die zusammenstecken, ein Teil festspannen, das andere dann ausrichten, eben auf 145 Grad. Und dann ja erstmal punkten, dass sich es nicht mehr verzieht und dann ausschweißen. Vielleicht werde ich dann noch drüber schleifen, einfach nur aus optischen Gründen. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. So, als nächstes kommen die Blechteile eben, um die Wangen befestigen oder montieren zu können. Und dazu braucht man jetzt folgende Teile. Also für eine Seite dann jeweils das gleiche. Das ist einmal das Teil hier, dann so eins, hier so ein kurzes, ein langes, zwei von denen, einmal dieses Teil, das Teil, das Teil und das Teil. Genau, also das jeweils für eine Seite. Ich werde die jetzt mal rausschneiden, entgraten, zusammenstecken und verschweißen. Als erstes werde ich jetzt dieses Teil hier in der Nut hier einschweißen. Da muss man aufschauen, ich habe es jetzt so positioniert, weil diese Nut hier, die schaut unten dann aus dem Blech raus. Also bei mir habe ich es jetzt eben so positioniert, dass die unten dann hier in so einem Loch verschwindet und Platz hat.
Und das Ganze werde ich jetzt einfach ausrichten und anschweißen. Die Teile, die ich da rausgeschnitten habe, habe ich jetzt auch alle mit der Feile an den Nuten ein bisschen nachbearbeitet, dass die hier leichter zum Stecken gehen und auch die Kante, also diese Fläche hier, ein bisschen gerade geschliffen, dass das alles schön aufliegt. Da sieht man jetzt schon mal ein bisschen mehr, wie das Ganze verschweißt ist. Hier unten wird dann die Schleppkette angeschraubt. Hier wären die zwei Linearblöcke befestigt. Auf der Innenseite die beiden Enden vom Riemen. Und da kommt dann noch so eine Riemenklemmplatte hin. Und das Ganze kommt hier rein. Da kommt dann eine Schraube eben durch. Das wird dann der Riemenspanner. Und der erwähnte Zapfen hier, der quasi raussteht, das ist dann zur Montage oder zum Festschweißen von dem Teil hier. Weil das sind hier unten eben diese Aussparungen wieder. Und das Ganze muss dann jetzt hier so festgeschweißt werden, dass der Zapfen hier in diese Aussparung reinkommt. Und am besten tut man dann auch vorher schon da Schrauben durch, weil das Ganze dann so außen festgeschweißt werden muss, dass eben hier diese Schraubenlöcher nicht verdeckt sind, beziehungsweise dass das schön im 90-Grad-Winkel dann hier hoch steht. Das wird dann schon mal eine Wange. Also die Wange ist jetzt weiter geschweißt. Das Teil hier, also dieses Rohrteil, habe ich jetzt hier seitlich angeschweißt und hier unten gepunktet. Da ausgeschweißt ein bisschen und hier auf der Rückseite. Gut, dann kommt als nächstes noch hier das Teil für die Schraube zum Spannen. Das muss ich noch plan schleifen. Und dann im nächsten Schritt wird dann hier oben dieses Teil hier aufgeschweißt, an der dann die kurze Achse, also an dem dann die kurze Achse montiert werden kann. So, ich habe jetzt mal die Lager schon mal befestigt. Dann kriegt man schon mal eher einen Eindruck, wie das Ganze dann mal aussehen soll. Und hier quasi deswegen auch die Aussparungen, dass man hier die Schrauben für die Lager montieren kann. Ich habe jetzt schon mal die Riemenklemmplatten mit eingeschraubt. Dann kann man sich auch schon mal ein bisschen besser vorstellen, wie das Ganze mal ausschaut. Also wird quasi einmal hier zwischen diese Riemenklemmplatte und diese Platte drüber der Riemen eingeklemmt. Und hier wird der Riemen eben zwischen diese große Platte und diese Riemenklemmplatte eingeklemmt. Und da kann man dann auf der Außenseite hier über diese Schraube dann und diese Kontermutter den Riemen dann noch spannen. Okay, auf die Wangen kommen ja jetzt noch diese Teile drauf. Und da ist jetzt hier das Problem, dass das ich glaube, dass es vom Laserschneiden ist. Also ich werde es nochmal in der Konstruktion kontrollieren. Dass eben diese beiden Zapfen nicht auf gleicher Höhe sind. Also da ist ein bisschen ein Versatz da. Und das ist bei beiden Wangen identisch. Ich werde jetzt einfach, da habe ich schon hier die Ecke weiß markiert, auf beiden Teilen diesen Zapfen ein bisschen wegflexen und dann
die beiden Platten ausrichten und draufschweißen. Also so, dass sie auf beiden Wangen identisch drauf sind. Da muss man dann nur aufpassen, dass die lange Seite, also wo die Löcher weiter weg sind vom Mittelpunkt, eben von der Wange nach vorne schauen. Das ist dafür, dass man da noch mit der Schraube besser drunter kommt. Die Auflagen für die kurze Achse habe ich angepunktet und werde die jetzt immer so punktweise ausschweißen, also wieder mal abkühlen lassen, dass sich auch dieses Auflageblech nicht allzu sehr verformt. Also ein bisschen ist es schon aufgestanden auf der Hinterseite, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt. Deswegen einfach Stück für Stück kurz wieder ein paar Punkte machen, abkühlen lassen, bis es dann einigermaßen ausgeschweißt ist. Ich habe die Lineallager jetzt mal an die Wangen hingeschraubt und das Ganze schon mal auf die Achsen geschoben. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass diese Platte hier sich vom Schweißen ein bisschen verzogen hat, also so einen Bogen, übertrieben gesagt so einen Bogen macht. Und dadurch drücken sich natürlich diese zwei Laufblöcke auseinander, wodurch das Ganze dann ein bisschen strenger hin und her fährt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich zuerst die inneren Schrauben festgezogen habe und dann die äußeren. Jetzt ist es wesentlich besser. Ich muss mal schauen, vielleicht lege ich hier außen bei den Schrauben noch so ganz dünne Beilagscheiben unter, so Unterlegscheiben, damit sich das vielleicht noch ein bisschen ausgleicht. Aber weiß ich nicht, ob es das braucht. Mal gucken. Beim Raustrennen von diesen Achsanschlägen, da habe ich festgestellt, dass die zwei Teile doch ziemlich krass unterschiedlich geschnitten worden sind. Also da fehlt es um 2-3 mm. Wenn ich die Löcher hier bündig mache von den zwei Teilen, muss ich mal gucken, ob das dann noch ein Problem wird. Vielleicht schleife ich es auch nach, weil das Ganze dient auch als Befestigung dann von der Y-Achse. Ich habe das Ganze schon mal hier grob mit so einer Zwinge festgemacht. Also das Teil kommt eigentlich dann hier in die Mitte, dass diese Löcher fluchten. Und dann kommt eben diese Platte hier, die deckt sich dann, also auf der Rückseite eigentlich, mit den Löchern. Und das Teil, die beiden Löcher decken sich dann mit den unteren Löchern. Und jetzt, wenn natürlich die hier so stark unterschiedlich sind, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz mit der Position stimmen. Aber da richte ich erstmal noch die kurze Achse mittig aus und klemme die mittig irgendwie fest. Dann halte ich die Teile, die da hinkommen, links und rechts, mal gegen und werde die danach erst schweißen. Das gegenüberliegende Teil zum Halten oder Festschrauben von der kurzen Achse ist hier das und das und die zwei Teile. Und dann kommen hier noch einmal der Riemenhalter und der Riemenspanner mit drauf. Da muss ich dann nochmal schauen, welche Teile das waren. Aber ich werde jetzt erstmal noch die und die rausschneiden, damit ich mal die kurze Achse einigermaßen positionieren kann. Ich habe jetzt mal diese Halter für die kurze Achse verglichen und die sind identisch mit den Löchern und vom Ausschnitt her. Das heißt, ich werde zuerst mal die schweißen und mit denen die kurze Achse montieren und je nachdem wie dann die Achse dran ist, werde ich dann die hier eins von beiden so anpassen,
dass es dann wieder passt. Also eigentlich passen die Teile alle recht gut bei manchen. Das habe ich ja schon mal gezeigt gehabt in der oberen Ecke da. Da ist beim Lasern was schief gelaufen. Und was glaube ich auch nicht optimal war, das werde ich auch noch in der Datei anpassen. Wenn ich hier zum Beispiel die Teile hier nur von einem, nur mit einem Steg rein konstruiert habe, dann kann ich mir vorstellen, dass sich beim Lasern das alles erhitzt. Und wenn es nur so einem dünnen Steg ist, dass sich das dann eben hier verzieht. Und wenn der Laser dann weitergeht, eben ganz woanders oder ja, mit Versatz schneidet. Aber da werde ich auch noch mehr so kleine Stege reinmachen, dass das die ganzen Teile ein bisschen fixierter beim Lasern drin sind. So, ich habe jetzt die kurze Achse mal befestigt, mit diesen Haltern hier angeschraubt. Den habe ich noch nicht komplett ausgeschweißt, bloß wie gesagt mal ein bisschen gepunktet. Und den genauso. Hier habe ich jetzt noch gesehen, dass da, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, vielleicht so, die Löcher nicht wirklich gut übereinstimmen. Ich vermute auch, das liegt eben an der Platte, weil es beim Lasern das irgendwie verzogen hat. Aber da werde ich jetzt einfach dann nochmal hier im geschraubten Zustand mit dem Bohrer reingehen. Und dann kann ich da auch noch die Schrauben durch. Und auf der Rückseite der Halter, die ist jetzt noch nicht geschweißt, den habe ich jetzt nur mal die beiden Teile gesteckt und montiert. Die werde ich hier im montierten Zustand punkten und dann danach ausschweißen. Und bei den beiden Teilen, die waren ja unterschiedlich, da habe ich jetzt den Übeltäter entdeckt. Und zwar ist es der hier. Und das sieht man auch hier an den Löchern, wo das Kabelschlepp befestigt wird. Da sind die Löcher zu weit nach hinten gerutscht. Also wie gesagt, das hat es wahrscheinlich auch irgendwie verzogen oder die haben beim Lasern irgendwie unterbrochen oder das Blech ist verrutscht. Weiß ich nicht. Aber das hier ist nicht schlimm. Ob jetzt das Kabelschlepp ein paar Millimeter versetzt ist, das macht nichts. Das hier vorne ist ein bisschen beschissen. Da muss ich halt hier ja ein Stück wegschleifen, dass das Ganze dann da Platz hat. Und dann werde ich es auch montieren und im montierten Zustand punkten und ausschweißen. Ich habe das jetzt nochmal kontrolliert und da habe ich tatsächlich meinen ersten Bock geschossen. Also da habe ich mich verplant. Diese Löcher hier in dem Querrohr, in dem Rechteckrohr, die sind falsch eingezeichnet worden. Also die Stimmen von der Abstand zueinander stimmt nicht und die Position auch nicht. Das heißt, das Blech ist richtig. Ich werde es abmontieren und das Blech dann da hinhalten, wo es sich auch hingehört. Sprich, ich werde die zwei Flächen hier fluchten lassen, dann die Löcher anzeichnen und dann die Löcher in dem Rohr nochmal nachbohren oder feilen. Genau, ich werde das in der STL dann noch anpassen, dass das dann korrigiert ist. So, das Ganze ist jetzt gefixt. Ich habe die Löcher ein bisschen erweitert da drin, dass das Teil hier passt. Wie gesagt, ich passe das in der Datei dann an. Ich habe die beiden Achsenhalter jetzt mal montiert. Den hier, da wo die Löcher versetzt sind, habe ich vorher gekürzt und auch verschweißt. Ja, das Ganze mal festgeschraubt. Und ja, man kann es jetzt auch schon verfahren. Und jetzt würden
hier noch diese Achsanschläge herkommen. Also hier ist ja auch wieder so eine Aussparung. Und da kommen, Moment, so jetzt, die Anschläge, also da kommt wieder dieser Gummi-Achs-Puffer-Anschlag-Dingens hin. Dann wird das Teil hier noch in diese Nut gesteckt und dann eben auch so angeschweißt. Das steht jetzt noch an und hier oben kommt einmal wieder so ein Riemenspanner her und auf der anderen Seite dann nur eine Riemenklemmplatte. Gut, ich werde die Teile jetzt mal noch rausschneiden und anschweißen. So, die Wangen sind jetzt soweit fertig. Die Schiene werde ich auch wieder verlinken, beziehungsweise in die Gesamtaufstellung mit aufnehmen. Die Stopper habe ich jetzt auch zusammengeschweißt, angeschweißt. Da kommen eben hier auch wieder diese Gummianschläge hin, auf beiden Seiten. Und hier oben fehlt dann nur noch der Riemenspanner und auf der anderen Seite der Riemenklemme oder die Riemenklemme. Ja, aber das werde ich dann zeigen, wenn ich den Riemen später montiere.